Alte Städte, Fachwerkbauten, schöne Landschaften und geheimnisvolle Orte der Geschichte. Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir im Odenwald angekommen. Der Odenwald, ein Mittelgebirge, liegt etwa südlich von Frankfurt zwischen Darmstadt und Heidelberg, zwischen der Bergstraße und dem Main. Unsere Reise haben wir an der Bergstraße begonnen, in Heppenheim. Hier an den Hängen des Odenwalds beginnen wir unsere Reise, die uns in den Bereich des nordöstlichen Odenwald führt. Heppenheim. Die Stadt hat eine Altstadt wie aus dem Bilderbuch. Der malerische Altstadtkern. Sehr hübsche Fachwerkhäuser, enge Gassen, irgendwo romantisch. Das hier sind alles Häuser, die nach der Zerstörung der Stadt 1693 wieder aufgebaut wurden. Das Zentrum, der Marktplatz, Mittelpunkt der Altstadt. Fachwerkhäuser, die nach dem Stadtbrand 1693 gebaut wurden. Sehr sehenswert, dieser Marktplatz. Das Rathaus. In der Mitte des Marktplatzes ist der Marktbrunnen. Und ab geht's in den Odenwald. Unsere erste Station, Wald Michelbach. Ist das nicht hübsch? Das ist das Dorfzentrum. Die Gemeinde liegt im sogenannten Überwald, also am Höhenzug der Tromm. Wenn man aus dem Tal Richtung Wald Michelbach schaute, dann standen die Häuser über dem Wald, daher Überwald. Neben dem wirklich hübschen Dorfzentrum liegt dieser Platz. Hier steht das Überwälder Einhaus. 2005 wurde es vom Museum und Kulturverein gebaut. Ein Nachbau einer alten Hausform hier im Odenwald. Ein Haus, weil alles in einem Haus stattfand. Das Haus nämlich wurde vielseitig genutzt. Nutzungsweise eines solchen Gebäudes: im Haus waren Wohnung, Vorratskeller, Stall und Scheune integriert. Das soll ein typisch Odenwälder Bauernhaus um 1800 sein. Hier fand Familienleben und Arbeiten statt. Für die Landwirtschaft gab es hier die Scheune, da wurde die Ernte drin gelagert. Der Keller diente zur Lagerung von Speisevorräten für den Winter. In einem anderen Teil des Kellers waren Tiere. Im Viehstall war Platz für 1 bis 2 Kühe oder Ziegen. Der größte Raum wurde zum Wohnen und zur Handwerksarbeit genutzt. Heute kann man hier drinnen heiraten und hier treffen sich Vereine. Unten aus Stein gemauert, darüber Fachwerk. Rechts die Wohnung und links das Tor, das dürfte in den Stall führen. Das Lapidarium, eine Sammlung bearbeiteter historischer Steine. Ein Baumkelterstein, Apfelquetsche, Brunnentröge, alte Grenzsteine, Mühlstein und eine seltene
Wir sind entlang des Höhenzugs der Tromm gefahren und kommen nach Hammelbach. Auf dem historischen Teil des Hammelbacher Friedhofs habe ich einen Geheimtipp für euch. Sehr schön, ja romantisch. Eine Kirchen- oder besser eine Kapellenruine, eine gotische Kapelle. Der Chorraum ist noch erhalten. Das nenne ich schlichte Schönheit. Den Altar stellte man hier hin 1962, als die Ruine Gedenkstätte wurde. Vermutlich wurde die Kapelle um 1400 gebaut. Ruhig und schön ist es hier. Wir sind in Erbach angekommen, eine hessische Kreisstadt. Hier wollen wir zum Schloss und in die Altstadt. Der sogenannte Lustgarten. Er gehört zum Schloss. Um 1180 wurde hier im Tal der Mümling eine Wasserburg gebaut. Im 18. Jahrhundert wurde aus der alten Burg ein Schloss. Hier wohnten die Grafen von Erbach. Vorbild für das Schloss ist übrigens das Saarbrücker Schloss. Das ist Schloss Erbach. Der älteste Teil ist der mächtige Bergfried. Er ist Teil der Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert. Erbach gilt als Elfenbeinhauptstadt Deutschlands. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück, begründet vom letzten regierenden Grafen, Franz I. von Erbach-Erbach. Elfenbeinkunstwerke gibt es im Deutschen Elfenbeinmuseum zu sehen, hier im Schloss. Der Platz vor dem Schloss, der Marktplatz. Hier steht auch eine Statue des Grafen, der ein bekannter Kunstsammler war. Er ließ sich in römischer Toga darstellen. Da hinten ist das alte Rathaus. Durch einen Tunnel geht es durch das Rathaus in einen Teil der Altstadt. Das war die Rathausglocke. Wir sind im mittelalterlichen Kern von Erbach. Seit dem 14. Jahrhundert sind hier die Höfe der Burgmannen nachweisbar. Die Straße Städtel. Das sind die erhaltenen Burgmannshäuser. Die Burgsiedlung.
Auf der Fahrt nach Michelstadt kommen wir am Jagdschloss Olbach, dem Forsthaus und dem Olbacher Park vorbei. Hier gibt es einen Biergarten. Das Jagdschloss wurde von Franz I. Graf zu Erbach-Erbach 1771 gebaut. Heute wird das Jagdschloss von der Familie Erbach-Erbach bewohnt. Unsere nächste Station heißt Michelstadt. Wir betreten die größte Stadt im Odenwaldkreis, Michelstadt. Fast 20.000 Einwohner hat die Stadt mit der Fachwerk-Altstadt. Hier macht es Freude, durch die Gassen zu spazieren. Überall herrlichste Fachwerkbauten. Die älteste erhaltene schriftliche Erwähnung von Michelstadt stammt aus dem Jahr 741. Michelstadt hat eine Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern. Überall gibt's was zu sehen. Die Stadtkirche, Grablege der Erbacher Grafen. Die alte Burg an der Stadtmauer heißt hier Kellerei. Hier saß der Rentmeister, der für den Lehnsherren die Abgaben eintrieb. Das Hauptgebäude, der ehemalige Palast der Burg. Die Burg lag direkt an der Stadtmauer. Links, das ist der Diebesturm. Das war das Gefängnis der Stadt. Wir kommen jetzt zum Mittelpunkt der Altstadt, der Marktplatz. Hier steht das Rathaus, vielleicht eines der schönsten Fachwerkrathäuser Deutschlands. Im Jahr 1484 im Stil der Spätgotik errichtet. Unten ist eine Halle. Das Erdgeschoss diente von Beginn an als Markthalle und Gerichtssaal. Wir fahren weiter nach Steinbach, einem Ortsteil von Michelstadt. Netter Biergarten hier. In Steinbach steht die Einhardsbasilika. Einhard, das war ein Vertrauter von Karl dem Großen. Die Einhardsbasilika ist ein Kirchenbau aus dem 9. Jahrhundert. Wegen des noch erhaltenen karolingischen Mauerwerks gilt die Basilika als außergewöhnliches Bauwerk, eines der wenigen erhaltenen Bauwerke aus karolingischer Zeit, um 824 gebaut. Wenige Kilometer entfernt
liegt Bad König, eine Kurstadt. Eine nette Fußgängerzone. Die Anfänge als Kurbad waren im 19. Jahrhundert. Damals entdeckte man hier 2 heilsame Quellen. Die Sehenswürdigkeit hier, das ist das neue und das alte Schloss im Ortskern. Im 16. Jahrhundert ließen die Grafen von Erbach das Schloss Bad König bauen. Der Schlossplatz mit altem und neuem Schloss, Rentmeisterei, dahinter evangelische Kirche, eine barocke Freitreppe und ein Lustgarten. Zwei Denkmäler stehen hier. Ein Denkmal für den Heimatmaler Georg Vetter. Er malte Landschafts- und Tierbilder. In Bad König und im Odenwald war er recht bekannt. Es gibt auch ein kleines Museum hier mit einigen seiner Naturbilder. Und hier steht ein Denkmal für Karl Weyprecht. Ich kannte ihn bisher nicht, aber der Mann war ein bekannter Polarforscher. Seine Biografie, die hat mich dann gefesselt. Außerhalb von Bad König liegt der Friedhof. Hier ist Weyprecht bestattet. Sein Vater war Kammerdirektor des Grafen zu Erbach-Schönberg. Mit der Familie zog der Vater nach Bad König. Weyprecht wuchs hier auf. Mit 18 Jahren trat er in die österreichisch-ungarische Kriegsmarine ein. Er wurde Marineoffizier, Polarforscher und Geophysiker. Er stand in österreichisch-ungarischen Diensten. Von 1872 bis 1874 war er einer der Leiter der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition. Bei der Expedition wurde unter anderem die arktische Inselgruppe Franz Josef Land entdeckt. Später war Weyprecht ein Mitbegründer der Internationalen Polarkommission. Er war also einer der Initiatoren, dass bis heute Forschungsstationen an den Polen betrieben werden. Zu seiner Zeit und vor allem hier in Bad König war er ein hoch angesehener und geschätzter Mann. Er starb mit noch nicht mal 50 Jahren in Michelstadt an Lungentuberkulose. Seine Mutter bestattete ihn neben seinem Vater auf dem Friedhof. Wenig entfernt von der Grabstätte des Polarforschers steht eine kleine Kapelle. Das ist eine der ältesten Kirchenbauten im Odenwald. Sie ist karolingischen Ursprungs. Das ist eine spätgotische Vorhalle und ein rechteckiges Langhaus. Der Kernbau ist karolingischen Ursprungs. Die Kapelle wurde am Anfang des 9. Jahrhunderts gebaut. Die Kapelle wäre damit nach der Einheitsbasilika in Michelstadt der älteste Kirchenbau im Odenwald. Die Kapelle, die stand schon lange hier, bevor hier ein Friedhof angelegt wurde. Wer sie, warum, hier in den Wald gebaut hat, weiß man bis heute nicht. Ein Rätsel.
Unweit von Bad König liegt die römische Villa Hasselburg, eine Ausgrabungsstätte. Hier also stand nahe dem Limes, also der römischen Grenze zu Germanien, eine Villa im Odenwald. Das ist ein kleines Modell der Villa. So hat sie laut Ausgrabungsfunden ausgesehen. Heute stehen hier nur noch rekonstruierte Fundamente der Mauern. Wir müssen uns vorstellen, wie alles aussah, vor 2000 Jahren. Die Anlage war ein Gutshof, eine sogenannte Villa Rustica, aus der Zeit der Besiedlung des Odenwaldes durch die Römer. Die Villa wurde in der Regierungszeit von Kaiser Hadrian gebaut. Das war zwischen 117 und 138 nach Christus. Die Anlage, also die Hoffläche, hatte die Maße 183 mal 185 Meter. Was wir sehen, sind die Mauern von Haupt- oder Herrenhaus, daneben der Wirtschaftstrakt, ein Badegebäude, der Wohnbereich und etwas abseits das Jupiterheiligtum. Der Badebereich, also das römische Bad. Das ist ein Toilettensitz. Hier die römische Fußbodenheizung. Zwischen die Ziegeltürmchen zog heißer Dampf von einem Feuer. Das wurde hier gemacht und der warme Rauch wurde unter den Boden geleitet. So wurde es warm, badwarm. Der Wohntrakt, die Räume, die lagen um eine Halle oder Diele. Dann ging es zu den Räumen. Auch hier gab es Fußbodenheizung. Da hinten, das ist ein kleines Museum, da werden Ausgrabungsfunde gezeigt. Wir kommen in das Dorf Vielbrunn. Das lag direkt am Limes, also an der römischen Grenze. Die evangelische Laurentiuskirche Vielbrunn, ehemals geweiht dem heiligen Laurentius. Der Turm ist von 1495. Sie gehört zu den besterhaltensten Wehrkirchenanlagen im Odenwald und ist heute noch mit einer komplett erhaltenen Mauer umgeben. Das war hier auch eine Pflieburg. Und jetzt fahren wir mal von der Kirche ins Dorfzentrum. Vielbrunn ist übrigens ein Stadtteil von Michelbach. Da oben ist die Kirche. Das hier ist ein kleiner Park. Wir sind am Mitteldorfbrunnen. In Vielbrunn, da gab es, wie der Name sagt, wahrscheinlich viele Brunnen. Das hier ist einer davon. Der Fünf-Röhren-Brunnen nennt man ihn heute. Aus den Röhren kommt hier das Wasser und fließt in Becken. Aus dem linken Trog trank früher das Vieh. Aus den Röhren über dem Trog in der Mitte wurde das Wasser für den Haushalt entnommen. Und im Trog darunter wurde Wäsche gewaschen, auch Kartoffelsäcke. Das war übrigens hier die einzige Trinkwasserquelle im Ort. Wir fahren weiter zum Limes. So hat es an der Grenze zum Römischen Reich ausgesehen. Palisaden,
natürlich rekonstruiert. Man schützte die Grenze. Einem Ansturm hätte das natürlich nicht standgehalten, aber niemand kam ungesehen rein. Zur Überwachung dienten Wachtürme. Da wachen Besatzungen drauf, die überwachten die Grenze. Man hatte Sichtkontakt zum nächsten Wachturm. Und überall standen entlang der Grenze Kastelle mit Wachtruppen. Dieser Wachturm ist natürlich eine Rekonstruktion. Aber vor so fast 2000 Jahren hat genau hier tatsächlich ein Wachturm gestanden. 12 Meter ist der Turm hoch. Über eine Leiter erreichte man den Wohnraum im Mittelgeschoss. Die Leiter wurde dann hochgezogen. Ein Wachturm hatte 6 bis 8-köpfige Wachmannschaften. Hier unten aber der Lagerraum. Und das ist das Mittelgeschoss. Hier wohnte die Wachmannschaft, verbrachte ihre Freizeit. Das hier ist die Etage der Wache, die Wachstube. Hier hatte man einen guten Ausblick in alle 4 Richtungen. Ihre eroberten Gebiete sicherten die Römer etwa 100 nach Christus durch den Bau des Limes, ein Schutz gegen die Germanen. Auf einer Strecke von knapp 80 Kilometern von Obernburg bis Bad Wimpfen entstanden außerdem 20 Kastelle und ca. 80 Wachtürme aus Holz und Stein. Die hatten Sichtverbindungen untereinander. 155 bis 159 nach Christus wurde der Oberwald Limes aufgegeben und nach Osten verlagert. Von Koblenz am Rhein bis Neustadt an der Donau entstand auf einer Strecke von 550 Kilometer der obergermanisch-rätische Limes. Nicht weit entfernt lag das römische Kastell Hainhaus, auch Kastell Vilbrunn genannt. Das war eines der Kastelle am Limes. Um 117 wurde es gebaut. Erst aus Holz, später mit einer Steinmauer. Hier hat es gestanden, aber nur noch Erdwälle erinnern daran, dass hier mal ein Kastell war. Im 18. Jahrhundert baute man hier ein Jagdhaus hin, das steht heute noch. Im Wald finden wir etwas Nettes. Das hier im Gebüsch, das sind 6 zu Sandsteinblöcken gehauene barocke Steinsessel. Sie stehen in Dreiergruppen gegenüber. Es gibt Inschriften, die lauten: Karl, regierender Fürst zu Löwenstein-Wertheim, und Josephine, Fürstin zu Löwenstein-Wertheim. 1775 ist das Jahr notiert. Vermutlich standen einige der Sessel auf dem Gerichtsplatz in Vilbrunn und kamen dann hier in den Wald als Sitzplatz für die fürstliche Jagdgesellschaft. Unsere nächste Station ist die Stadt Amorbach. Doch zunächst wird es legendenreich, und zwar an der Kapelle Amorsbrunn im Ottenbachtal, circa 2 Kilometer von der Altstadt entfernt. Wir sind hier übrigens in Bayern. Hier ist eine Quelle. Die war eine römische oder germanische Quellenkultstätte. Später wurde sie christianisiert. Von hier aus sollen im 8. Jahrhundert irische Wandermönche den Odenwald christianisiert haben. Im 11. oder 12. Jahrhundert wurde hier eine Kapelle gebaut. Die Legende dazu, im 15. Jahrhundert von einem Priester verbreitet, lautete: Der heilige Amor, der Mönch war in Maestricht tätig, habe die Quelle als Heilwasser 734 entdeckt. Die Quelle ist unter der Kapelle. Jedenfalls gilt dieser Ort hier als Gründungsort der großen Abtei von Amorsbrunn, 2 Kilometer von hier.
Das Quellwasser, das läuft hier in dieses Becken. Das ist das Becken zur Heilung. Wir sind jetzt hier in der Altstadt von Amorbach. Hier steht das älteste erhaltene Fachwerkhaus in Bayern. Es wurde im 13. Jahrhundert gebaut. Es wird Templerhaus genannt, die Bezeichnung soll aber falsch sein. Das Haus wurde 1250 als Burgmannshof gebaut, also von einem Burgmann der Benediktinerabtei Amorbach. Die Familie hieß Rüdt von Collenberg. Das Haus trug den Namen Rüdenhof. Ein steinerner Wohnturm. Das Obergeschoss wurde 1290 durch einen Fachwerkaufsatz ersetzt. Das Ganze hier nennt man Festes Haus. Das Haus gehört zu den wenigen seit dem späten 13. Jahrhundert weitgehend unverändert erhaltenen Profanbauten in Süddeutschland. Eine nette Altstadt hat Amorbach. Zentral liegt die Abtei Amorbach. Das Kloster ist eine ehemalige Benediktinerabtei und eine der frühesten Klostergründungen im mainfränkischen Raum. 1803 wurde das Kloster aufgehoben und gehört seitdem den Fürsten zu Leiningen. Von diesem Klosterhaus wurde also der Odenwald christianisiert. Als Gründungsjahr wird 734 angegeben. Das Herz der Klosteranlage ist die heutige Hofkirche der fürstlichen Familie. Sie gehört zu den bedeutendsten und schönsten Kirchen des deutschen Rokoko. Man muss die Werke des Rokoko im Innern gesehen haben, insbesondere die Deckengemälde. Ich würde euch gern was davon zeigen, aber drinnen darf man nicht fotografieren und nicht filmen. In Gottersdorf, einem Stadtteil von Waldürn, sind wir jetzt im Odenwälder Freilandmuseum, einem Freilichtmuseum. 17 Gebäude aus dem Odenwald und aus der Region Bauland aus dem 17. bis zum 20. Jahrhundert gibt es hier zu sehen. Im Odenwaldteil, da gibt es einen Kleinbauernhof mit einer Dorfschenke im Stil der 1920er Jahre, ein Schäferhaus, eine Viehwaage, ein Tagelöhnerhaus und ein Fachwerkwohnhaus mit Postagentur. Auch ein Armenhaus gibt es. Die Häuser sind alle eingerichtet.
Es geht weiter. Wir fahren Richtung Miltenberg. Wir fahren die Hänge des Odenwald hinab und kommen zum Main. Hier liegt die Stadt Miltenberg. Wir sind in Bayern bzw. Unterfranken. Der historische Ortskern. Miltenberg hat knapp 10.000 Einwohner. Über der Altstadt liegt die Mildenburg. Fachwerk, mittelalterliche Gassen. Die Altstadt scheint wie aus einer anderen Zeit. Besonders hübsch ist es hier im Schwarzviertel. Das alte Rathaus. Das Haus wurde 1378 im gotischen Stil als Mainzer Kauf- und Lagerhaus errichtet. Später wurde es dann zum Rathaus. Das Gasthaus zum Riesen, eines der ältesten Gasthäuser Deutschlands. Das Gasthaus gab es schon im 12. Jahrhundert. Früher war es eine Herberge für Fürsten und Grafen. 1158 wird es erstmals in einer Urkunde erwähnt. Der ansteigende Marktplatz unterhalb der Mildenburg. Prächtige Fachwerkhäuser. Ist das eine Kulisse? Das hier ist die eigentliche Sehenswürdigkeit von Miltenberg. Ein aus rotem Sandstein gefertigter, achteckiger Marktbrunnen. Das Haus mit dem Erker hatte schon viele Namen. 1508 wurde der Erker angebaut. Das Haus, das hieß schon Gackstädtisches Haus, Sendgrafenhaus oder Weinhaus am Markt. Weiter oben dann liegt der Schnatterlochturm, ein Teil der Stadtbefestigung. Da geht es dann hoch zur Burg. Durch das Mainzer Tor verlassen wir Miltenberg. Das war's aus dem Odenwald, von unseren 10 Höhepunkten aus diesem wundervollen Mittelgebirge. Hier gibt es sicherlich noch viel mehr zu entdecken und zu sehen. Schreibt mal eure Tipps in die Kommentare. In diesem Sinn, tschüss.